Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video will ich euch ein kurzes Update geben zu der vollständigen Box von den Holbein Buntstiften. Und zwar habe ich mir diese Box bei Amazon in Japan bestellt, weil es ein japanisches Produkt ist und es einfach viel günstiger ist. Und ich konnte sie tatsächlich ohne Probleme hier nach Deutschland liefern lassen. Und ich möchte euch kurz zu dem Prozess was erzählen. Dann, wie ich so die Stifte an sich finde. Ich habe schon eine Review zu dem 12er Set der Holbein-Stifte gemacht. Die werde ich auch unten in die Infobox verlinken. Ja, also, ich habe mich bei Amazon Japan angemeldet, ganz normal mit meiner E-Mail-Adresse, einem neuen Passwort und musste dann eben auch alle meine Daten hinterlegen, Wohnort, Telefonnummer. Dann braucht man eine Kreditkarte dazu. PayPal funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, das wird nicht akzeptiert, aber man braucht eine Kreditkarte. Und dann ist der Vorgang auch schon abgeschlossen, dauert keine 10 Minuten. Dann habe ich mir 2 Sets in meinen Warenkorb gepackt. Ich finde, da kann man immer ganz gut die Preise mitverfolgen, weil man dann auch benachrichtigt wird, wenn sich der Preis ändert. Und zwar habe ich mir das Holzset in den Warenkorb gepackt und das normale 150er Set in dieser Pappschachtel. Und das ist schon ewig her. Ich glaube, ich habe es so 2 Monate circa beobachtet. Und immer wenn der Preis gefallen ist, habe ich halt auch geguckt, ob die Yen zu Euro-Rate auch gefallen ist. Weil das schwankt immer sehr stark und das macht schon einen Unterschied, gerade bei so einer hohen Summe. Ich meine, von dem Moment, wo ich es angefangen habe zu beobachten, bis zu dem Moment, wo ich es gekauft habe, war ein 60 € Unterschied. Und das ist schon einiges, finde ich. Und ja, so habe ich es dann halt über die Monate beobachtet. Und als das Set dann im Angebot war und gleichzeitig die Yen-Euro-Rate sehr niedrig war, habe ich dann eben zugeschlagen. Und ich war wirklich am Zweifeln, ob ich dieses Set kaufen soll oder nicht, weil es schon sehr, sehr viel Geld ist und ich habe auch um die 40 einzelne Holbeinstifte. Ein 12er Set habe ich und ich habe mir nach und nach hier und da ein paar Stifte einzeln gekauft. Kann man übrigens problemlos bei Jackson's Art Supply machen. Werde ich auch nochmal unten in die Infobox stellen. Ist wirklich kein Problem. Und es hat mich aber nicht in Ruhe gelassen. Und ich hatte sowieso Geld für dieses Set gespart. Und dann dachte ich, was soll's? Wofür arbeitet man? Wofür lebt man? Und dann habe ich mit dem Geld von meinem Geburtstag dann zusätzlich zu dem, was ich gespart habe, mir dieses wunderschöne Set gekauft. Ich habe für dieses Holzset ca. 300 € bezahlt und ich muss sagen, bei Amazon in Deutschland kostet das Set über 500 € und das Set in der Pappschachtel kostet 300 ungefähr. Da kommen aber noch Versand und der Zoll meistens dazu. Also es sind ca. 340 €, die man dann für das Set in der Pappschachtel zahlt. Also habe ich hiermit wirklich ein Schnäppchen gemacht. Und ich habe mir schon oft Farbtabellen im Internet angeschaut, also die wirklich auch selber ausgemalt sind. Und mir ist auch so schon aufgefallen, dass da einige sehr ähnliche Farben sind. Und ich wusste für mich, dass also hätte ich nicht das Geld, aber würde die Stifte gerne haben wollen, ich würde mir die Stifte einzeln bestellen, weil hier wirklich sehr viele Farben sind, die so ähnlich sind, dass es sich gar nicht lohnt, das ganze Set zu kaufen. Das ist meine Meinung. Ein Beispiel hier bei den Pastelltönen, die super viele eben interessieren, die viele haben wollen, sind hier die sehr, sehr vielen Beige-Töne. Ich persönlich benutze sehr selten Beige-Töne.
Weiß ab und zu ja, aber beige eigentlich so gut wie nie. Und das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beige-Töne und 2 Schwarztöne, 2 Weißtöne. Ich würde mir halt, ja, das sind Stifte, die für mich überzählig sind. Genauso wie hier Sky Mist oder Celadon Blue sind sehr, sehr ähnliche Farben. Sky Blue, Aqua und Porcelain Blue sehr, sehr ähnlich. Fuchsia, Mauve sehr ähnlich. Pink und Coral fast gleich. Dann bei den Blautönen habe ich hier auch 3 eigentlich. Spectrum Blue, Cerulean Blue, Turquoise Blue. Das sind halt Farben, die ich mir sparen würde. Wenn ich dann nur einen Hauch von einer anderen Farbe rein tue, muss noch nicht mal, dann würde ich auf den anderen Farbton kommen. Also wirklich fast identisch. Und das wären halt auch hier bei Essen hier super viele Rot-Braun-Töne und ich liebe Rot, also diese Rosttöne. Aber auch hier gibt es auf jeden Fall 3 Stück, die ich aussortieren würde, die nicht notwendig sind, meiner Meinung nach. Und auch diese ganzen Luminous-Töne, also diese Neontöne, sind für mich irrelevant, genauso wie diese Silber-, Gold-, Kupfertöne, die ich so auch in den anderen Sets nie benutze, sind für mich auch nicht relevant. Wobei ich sagen muss, dass mir das Silber richtig gut gefallen hat. Die anderen Töne nicht wirklich, aber das Silber war sehr weich und ist auch sehr glänzend. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist auch wirklich, also das ist wirklich ein schönes Silber. Das würde ich wahrscheinlich auch im Basteln einsetzen, aber der Rest war nicht so meins. Also es sind hier viele Farben, die ich sehr ähnlich, fast doppelt finde. Und ja, wenn ihr es euch überlegt, kauft euch Einzelstifte. Ihr kommt damit auf jeden Fall günstiger weg, weil ihr keine 150 Stifte kaufen würdet. Und wenn ihr wissen wollt, naja, jeder hat so seinen unterschiedlichen Geschmack, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr mir gerne eine Nachricht oder eine E-Mail schreiben und ich kann euch das einscannen und per Mail schicken. Dann habt ihr vielleicht was in der Hand und könnt anhand dessen ja die Farben raussuchen, die ihr gerne haben möchtet. So, das einmal dazu. Schauen wir uns das Set an. Diese Holzbox ist ein dunkles Holz, sehr, sehr edel, total schön, aber auch sehr empfindlich. Deswegen wird sie bei mir immer schön gesondert gelagert. Was ich fast nicht gesehen hätte, das Set kam mit einem Farbverdünner extra, also hier steht Color Pencil Blender, extra für die Hohlbeinstifte und einem Tigal-Anspitzer. Und ich habe selber einen, aber der hier müsste so langsam ersetzt werden, deswegen bin ich super happy. Wie gesagt, ich habe es fast weggeschmissen. Ich habe es erst gesehen, als ich den Karton zusammenfalten wollte. Ach so, die Stifte haben übrigens nur eine knappe Woche gebraucht für die Lieferung, also noch nicht mal eine Woche. Das ging wirklich schnell. Und ich musste zu Hause sein, weil sie eine Unterschrift brauchten. Ja, hier hat man so ein Kofferverschluss und dann lässt es sich auch schon öffnen. Der Deckel steht und ist auch im Stand eigentlich ganz stabil. Ich kann mir vorstellen, dass er mit der Zeit lockerer wird. Aber ich finde es halt auch gut, dass er nicht nach hinten klappt. Sonst würde der zermacken. Ja, hier das Infomaterial dazu. Und ich meine, ja, zu den anderen Produkten. Man hat hier auch eine Farbübersicht. Und auch einiges zu den verschiedenen Sets, welche Farben wo drin sind. Es gibt hier auch Lichtechtheitsskala drauf. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, woran die gemessen wurde. Müsste ich nochmal nachschauen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass dieses Set in so einem teuren Koffer ist, aber dennoch in so einer Plastikschale drin ist. Ich hatte es mir gewünscht, dass das
irgendwie, ja, hier vielleicht reingefräst ist oder mit Samt ausgelegt, irgendwas Edleres und Schöneres. Aber leider liegt das auch hier in so einem Plastiktray, was ein bisschen schade ist. Aber dennoch sind die Stifte wunderschön. Und ich habe sogar Probleme, das hier drauf zu kriegen. Hier unten sind dann 2 Schubladen, wo eben die restlichen Farben drin sind. Die Schubladen lassen sich super leicht raus und wieder reinschieben. Also hier wirklich kein Problem. Ja, ich habe überlegt, ob ich die Stifte neu ansortiere, weil ich meine Stifte gerne von dem hellen Gelb bis hin zu Schwarz sortiert habe. Allerdings habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil ich finde, dass die Farbsortierung hier erstens schon ganz gut ist und zweitens habe ich dann trotzdem die Pastelltöne alle auf einen Blick. Und ich finde, man kann dann auch so schön Farbkombinationen zusammenstellen innerhalb von den verschiedenen Farbgruppen. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Bild damit malen. Ihr werdet hier nur einen Ausschnitt sehen. Ich werde wahrscheinlich das komplette Bild, das ich male, nochmal separat als Colorlong online stellen. Link zu dem Malbuch, Link zu den Stiften, sowohl deutsches als auch japanisches Amazon, werde ich auch unten in die Infobox stellen. Ich hoffe, somit sind die meisten Fragen geklärt. Ja, das war's dann auch von mir und viel Spaß beim Weiterschauen. Das ist das erste Bild, das ich vollständig mit den Holbeinstiften male. Und ich war erstmal am Zweifeln, ob das Papier wirklich für die Stifte geeignet sind. Aber sie haben echt gut darauf gearbeitet und ja, ich bin sehr, sehr gut klargekommen. Ich habe die Stifte auch nochmal testweise auf rauerem Aquarellpapier ausprobiert und auch da haben sie wunderschön gearbeitet und ja, ich freue mich damit weiter zu malen. Auch die Farbauswahl, ich war super zufrieden. Mir hat wirklich keine Farbe gefehlt. Ich habe nie gedacht, dass ein Farbton in dem Set noch gebraucht werden könnte und ich war 100% glücklich, vor allen Dingen mit den vielen Grüntönen. Man konnte so viele schöne Farbkombinationen erstellen. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, in dem Colorlong nur neue grüne Farbkombis zu benutzen und nicht die gleichen. Also auch da wirklich 100% von mir. Das Blenden ging auch problemlos. Ich habe es oft in dem Colorlong erwähnt, aber es ist wirklich die perfekte Mischung zwischen Prismacolors und Polychromos. Sie ähneln mehr den Prismacolors, sie sind also mehr auf der weicheren Seite, aber die Leichtigkeit ist trotzdem vollkommen gegeben. Man hat nicht dieses schmierige Gefühl wie bei den Prismacolors, sondern mehr das Gefühl von den Polychromos. Allerdings ist die Schnelligkeit vom Blenden mehr das, was man eben von Wachsstiften, also von wachsbasierten Buntstiften erwartet, dass die Farben mehr ineinander gleiten, man schnell arbeitet, nicht so viele Schichten braucht und wirklich problemlos strahlende Farben hinbekommt. Bei den Polychromos muss man oft Schicht für Schicht die Farben aufbauen, erst dann strahlen sie wirklich, sonst wirken sie etwas stumpf, wenn man zu wenige Farbschichten verwendet. Aber das war hier überhaupt nicht der Fall. Also wirklich das Beste aus beiden Welten. Ich empfehle für Malanfänger oft die Prismacolors, weil sie einfach für Anfänger besser geeignet sind. Man kommt schneller zu einem guten Ergebnis, man muss nicht so lange mit den Stiften arbeiten und die Farben sind einfach wunderschön. Wobei die Polychromos auch super Stifte sind, allerdings muss man da wirklich Schicht für Schicht arbeiten. Manchmal dauert das Ganze ein bisschen länger und ja, man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen. Trotz allem sind die Ergebnisse auch mit den Polychromos wunderschön. Und die Holbein sind
perfekt, wirklich perfekt. Nicht zu weich, man hat nicht das Gefühl, dass die Farben wie bei den Prismacolors ineinander schmieren, sondern dass man auch wirklich Farben aufbauen kann, wie eben bei den Polychromos. Aber sie sind auch nicht zu hart, dass man Probleme beim Blenden bekommt zum Beispiel. Ich habe ja eigentlich nicht so ordentlich gearbeitet, ich habe schnell gearbeitet und auch nicht so viel Mühe in die Farbübergänge gesteckt und trotz allem bin ich zu einem guten Ergebnis gekommen. Weil die Stifte mehr auf der weicheren Seite sind, haben sie etwas gekrümelt, wenn man doll gedrückt hat, was man auch von den Prismacolors kennt. Aber der Farbabrieb und das Krümeln war auf jeden Fall nicht so schlimm. Also mich hat es nicht gestört. Ich habe zwischendurch eben diese Farbkrümel weggepustet. Man sollte sie auf keinen Fall wegwischen. Ich habe sie immer weggepustet und bei mir ist das schon so ins Blut übergegangen, dass ich das eigentlich gar nicht mehr so wahrgenommen habe. Also ich hatte kein Problem, dass ich irgendwie Schmierereien auf dem Papier hatte. Das war nicht der Fall. Die Mine hat sich erstaunlich gut gehalten. Dafür, dass es mehr auf der weicheren Seite ist, hätte ich gedacht, dass ich mehr nachspitzen musste. Aber obwohl ich schon größere Flächen hier ausgemalt habe, sowohl bei diesen Blättern als auch hinterher bei dem Gehweg, konnte ich erstaunlich gut mit den Stiften arbeiten, ohne dass ich ständig nachspitzen musste. Also da haben sie den Prismacolors was voraus. Die sind sehr, sehr viel weicher. Da reibt sich die Mine sofort ab. Aber hier hat man wirklich nicht das Problem gehabt. Auch was die Farbschichten betrifft, war ich begeistert. Also man kann locker 3 dicke Farbschichten auftragen. Ich habe eine sehr schwere Hand und ich habe mit meinem Style des Blendens überhaupt keine Probleme gehabt. Auch nach der 4. Farbschicht konnte ich immer noch zusätzlich Details obendrauf auftragen. Es hat sich dann ein bisschen wachsig angefühlt, aber dennoch konnte man die Details gut sehen und ich war allgemein mit der Performance sehr zufrieden. Und viele stellen sich jetzt wieder die Frage, welche Stifte sind besser? Prismacolors, Polychromos, Holbein, was sind meine Lieblingsstifte? Und auch hier muss ich wieder sagen, es hängt total von meinem Projekt ab, was ich malen möchte, welche Farben ich benutzen möchte und welches Papier auch im Malbuch vorhanden ist. Oft gehe ich danach, welches Set ich dann aussuche, aber ich weiß, dass ich jetzt am liebsten zu den Holbein greifen werde. Einfach weil die Farbauswahl top ist, die Stifte sind wunderbar und sie haben das Beste aus beiden Welten. Ich habe das Gefühl, dass sie für mehr Papiersorten geeignet sind. Oft habe ich das Erlebnis gehabt, dass die Polychromos besser auf bestimmten Papieren oder in bestimmten Malbüchern arbeiten und die Prismacolors besser in anderen Malbüchern arbeiten. Und dadurch, dass die Holbein in der Mitte liegen, weiß ich, dass ich jetzt mehr zu den Holbein greifen werde. Ich arbeite gerade an einer Farbtabelle, die die Prismacolors in Holbein und Polychromos und in andere Stiftesets übersetzt. Es ist nicht 100% und viele Farben konnte man nicht anpassen, aber vielleicht hilft euch das bei den nächsten Color-Alongs, dass ihr mit egal welchem Stifteset ihr zu Hause liegen habt, auch meinen Color-Alongs folgen könnt. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Wenn ihr mehr dazu hören möchtet, ich habe mein Color and Talk vom September auf jeden Fall auch davon erzählt, relativ zu Anfang. Und bin einfach gespannt, welche Meinung ihr dazu habt. Also die Holbein sind eine Empfehlung von mir. Ich weiß, ich liebe einfach verschiedene Stiftesorten, aber im Moment sind die Holbein wirklich meine Favoriten und ich bin so froh, dass ich mir das Set gekauft habe.
dann hoffe ich, ich konnte eure Neugier stillen oder euch bei eurer Entscheidung helfen. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.